Hallo meine Lieben, ich hatte ein paar Fragen bekommen zum Cricut Maker, wie man da Sticker machen kann. Ein paar spezifische Fragen, die wollte ich heute beantworten. Und ich habe selber auch noch etwas festgestellt, was ich euch auch zeigen will. Und genau darum geht es. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Das allererste, was ich euch zeigen wollte, ist das Kalibrieren. Ne? Wenn ihr ein Problem habt, das nicht genau da schneidet, wo ihr das haben wollt, wenn ihr einen Print-and-Cut macht und drucken und dann schneiden, dann kann das manchmal sein, dass das Kalibrieren der Maschine das Problem ist oder dass sie eben nicht kalibriert ist. Da könnt ihr hier oben draufklicken, dann habt ihr hier Kalibrierung. Und dann könnt ihr hier drucken, dann schneiden, da draufklicken. Dann sagt er euch eigentlich auch, was ihr machen müsst. Zuerst einmal das Kalibrierungsblatt drucken. Da suche ich mir kurz meinen Drucker und sage dann einfach drucken. Dann nehme ich das Blatt, was es mir ausgedruckt hat, und lege das hier oben in die Ecke. Schön der Kante entlang oder diesem weißen Strich entlang auf beiden Seiten. Und dann kann ich weiter sagen. Dann blinkt mein Plotter auch schon und ich kann die Matte einziehen. Und wenn der blinkt, kann ich da drauf drücken und lossagen. Dann macht er einen Testschnitt und fragt mich dann auf dem PC, berührt die Schnittlinie die gedruckte Linie ringsum. Und das seht ihr sehr wahrscheinlich nicht. Bei mir ist es jetzt so, dass die untere Linie und die obere Linie, dass das nicht wirklich sauber geschnitten hat, respektive es ist unterhalb bei beiden Stellen. Von dem her sage ich hier Nein. Und dann sagt er, versuchen wir den Schnitt näher an die gedruckten Linien zu bringen. Dann können Sie die Feinabstimmung der Kalibrierung vornehmen. Zum Schneiden weiter wählen. Was er jetzt macht, er macht Schnitte auf der ganzen oberen Zeile, wo die Zahlen waren, mit diesen Linien runter. Da schneidet er jetzt einfach. Und dasselbe macht er jetzt auch auf der Seite bei den ganzen Buchstaben. Da schneidet er auch entlang von diesen Linien. Und jetzt fragt er mich auf der Linie und auf der Linie, wo der Schnitt mehr oder direkt auf der Linie war. Und bei mir ist es hier oben, ist es die 8. Das ist eigentlich der beste Schnitt. Das heißt, hier sage ich oben, ist es die 8. Und rechts da ist es bei mir das G. Und dann sage ich weiter. Dann sagt er mir, ich soll die Matte wieder rausnehmen und dann auf Weiter klicken. So, jetzt muss ich das Ganze nochmal drucken. Das heißt, hier wählt ihr auch wieder euren Drucker aus und sagt erneut drucken. Dann bringe ich hier das Blatt nochmal auf die Matte drauf. Lade die nochmal. Sage weiter. Und wenn er blinkt, dann kann ich lossagen. Und jetzt scannt er die ganze Matte wieder und schneidet dann nochmal. So, und wenn ich mir das jetzt angucke, der ist perfekt auf dieser schwarzen Linie. Und nur um euch den Unterschied zu zeigen, vorher war das Resultat. Das heißt, so eine Kalibrierung macht wirklich Sinn. Ne? Das heißt, ich kann hier sagen, berühren die Schnittlinie die gedruckte Linie ringsherum. Ja, dann sage ich weiter.
Jetzt macht er das mit den Schnittlinien nochmal. Und jetzt fragt er mich wieder dasselbe, ne? Wo passt es am besten? Und da habe ich die 12 hier. Und auf der rechten Seite bei mir ist das K perfekt drauf. So, und dann kann ich sagen, weiter. Was er jetzt gemacht hat, ist ein Bestätigungsschnitt, nennt er das, wo er dieses Rechteck abgefahren ist und geschnitten hat. Und das ist wirklich perfekt auf dieser Linie drauf. Von dem her bin ich absolut zufrieden damit. Und ich sage ja. Dann sage ich wieder weiter. Und damit sind wir auch schon durch mit der Kalibrierung. Um euch das nochmal zu zeigen. Ne? Das hier, das war der erste Schnitt. Und ihr seht, wirklich nicht gut geschnitten. Das war der zweite, perfekt auf der schwarzen Linie. Von dem her empfehle ich euch wirklich, diese Kalibrierung einmal zu machen. Jetzt gehen wir noch in ein anderes Thema. Und zwar hattet ihr mich gefragt, na, wie bekomme ich diese weißen Linien bei meinen Stickern hin? Ich selber mache das so, wenn ich die selber zeichne, dann mache ich das in Procreate und da zeichne ich eigentlich die weiße Linie schon dazu. Aber ich will euch im Cricut Design Space zeigen, wie ihr diese weiße Linie hinzufügen könnt, wenn ihr einen Sticker habt, der eben diese weiße Linie nicht hat. Wichtig dabei, ihr müsst es natürlich als PNG haben, nicht als JPEG-Format, weil das JPEG hat einen weißen Hintergrund, dann findet er die Schneiderlinie nicht wirklich gut, aber wenn ihr ein PNG-Bild habt mit einem transparenten Hintergrund, dann findet er das eigentlich sehr gut und das zeige ich euch gleich. Ich habe ein paar Bilder von freepik.com, die ich heruntergeladen habe. Ich habe die im Adobe Illustrator bearbeitet, damit ich da eben ein PNG habe. Aber dann nehmt ihr halt das Bild, was ihr da habt, ne? Und da gehe ich jetzt auf Hochladen im Cricut Design Space. Und dann kann ich sagen, Bild hochladen. Und kann aus meiner Datei ganz einfach, ne, das Muster, was ich haben möchte, kann ich da reinziehen. Dann sage ich hier Komplex, weiter. Hier sage ich Anwenden und Fortfahren und dann braucht ihr eben hier das Drucken und dann Schneiden Design und nicht das Bild ausschneiden. Ne? Das heißt, ihr drückt hier drauf, könnt ihm noch einen Namen geben und sagen Hochladen. Und wenn ihr eure Bilder alle hochgeladen habt, dann könnt ihr hier dann auswählen, ne, welche ihr übernehmen wollt und sagen zur Leinwand hinzufügen. Und dann werden euch die angezeigt. Das sind die 5, die ich haben möchte. Jetzt mache ich kurz den Arbeitsplatz in einer anderen Farbe. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, da klickt ihr hier einfach auf leeren Arbeitsbereich. Und dann könnt ihr hier eine andere Farbe auswählen. Nehmt da mal lila, damit ihr das schön seht. Und zoome da noch so ein bisschen rein. Jetzt seht ihr, das hat hier keine Umrahmung, ist aber ein Drucken, dann schneiden. Was ich jetzt mache, ich mache ein Offset. Und zwar, da guckt ihr so ein bisschen, was ihr gerne haben möchtet. Ich weiß, bei mir ist 0,4 cm, passt eigentlich. Und jetzt hat das wirklich eine schöne Umrahmung, aber die ist im Moment schwarz. Die will ich natürlich weiß haben. Das heißt, ich ändere hier einfach die Farbe. Und wenn ich jetzt hier kurz das Monster ausblende, seht ihr, dass ich hier so ganz kleine Teile habe, die es ausschneiden würde. Die will ich so nicht haben. Deshalb klicke ich das an und dann ich muss das kurz auf Schneiden setzen, dann kann ich auf Kontur gehen und die kleinen hier blende ich alle aus, damit ich wirklich eine Fläche habe und dann kann ich wieder sagen, drucken, dann schneiden und weiß. So,
kann ich mein Monster wieder einblenden und dann haben wir hier wunderbar diese Fläche. Und was ich jetzt noch machen muss, ist beides markieren und dann sagen hier unten Ebenen. Ne? Damit es dann eine Ebene ist zum Drucken und Schneiden. Das heißt, der schneidet dann nicht einmal hier entlang vom Monster und dann einmal außen rum, sondern jetzt würde er nur außen rum schneiden. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Und das macht ihr einfach mit allen Motiven, die ihr haben wollt. Das war das, was ich euch zeigen wollte, wie ihr den Rahmen machen könnt. Jetzt hatte ich aber noch ein anderes Thema. Als ich euch gezeigt hatte, wie ihr diese Panda-Sticker machen könnt, na, da gibt es ein Video dazu, da habe ich euch gesagt, dass ihr quasi einen Rahmen anlegen sollt, der 17,145 cm mal 23,495 cm ist, weil das ist die maximale Schneidefläche. Und was es damals gemacht hatte, ist, dass ich dann trotzdem hier unten einen ziemlich großen Bereich habe. Das Weiße ist das Blatt und hier habe ich den Bereich, den ich dann wegschmeißen konnte und hier auch auf der Seite. Da hat es eine Änderung gegeben und ich weiß nicht, wann die kam, aber ich habe das jetzt eigentlich zum ersten Mal gesehen. Jetzt, um diesen maximalen Bereich nutzen zu können, könnt ihr hier bei den Formen einfach ein Viereck eingeben. Dann könnt ihr hier die Verknüpfung aufheben und sagen, bei der Breite 17,145 und bei der Höhe 23,495. Das ist euer maximaler Bereich. Und dann könnt ihr eure Sticker nehmen und die kleiner machen. Ihr könnt sie drehen. Kleiner Tipp, wenn ihr gleichzeitig die Shift-Taste drückt, dann geht es im 45-Grad-Winkel. Das geht dann ein bisschen einfacher, um die zu platzieren. Aber da könnt ihr jetzt eure Sticker nehmen und die hier auf dem Blatt verteilen. Vielleicht dann auch noch das Blatt selber in den Hintergrund verschieben, damit die Sticker da dann oben drauf sind. Das habe ich schon vorbereitet, deshalb springe ich da gleich rüber zu meinem Design. Jetzt blende ich diese graue Fläche mal aus und ich gehe jetzt mal auf Herstellen, damit ihr seht, was passiert. Na, was er macht, er verteilt es auf zwei Matten. Hier die ersten paar und dann hier die weiteren. Das ist definitiv nicht das, was ich haben will. Deshalb sage ich hier abbrechen. Und was ich jetzt mache, ist die alle markieren und sage verbinden. Jetzt, wenn ihr euch das Blatt anguckt, dann sind es im Moment 16,71 mal 22,998. Was kleiner ist als das, was eigentlich möglich wäre. Und ich will da wirklich das Blatt komplett ausnutzen, deshalb gehe ich hin. Es wird ein ganz kleines bisschen verziehen, aber das passt für mich. 17,145, das Maximum. 145, so, und auf der Höhe sind es 23,495. So habe ich wirklich das maximal genutzt, was möglich ist. Und da gehe ich jetzt auf Herstellen. Und jetzt seht ihr im Vergleich zu dem, was ich euch beim Panda-Bild gezeigt hatte, dass ich hier auf der Seite und unten wesentlich weniger Papier habe, was nicht genutzt wird. Und das finde ich natürlich extrem cool, weil das heißt, ich kann jetzt auch einen größeren Bereich drucken. Da gehe ich jetzt auf Weiter. Dann sage ich an Drucker senden und hier mache ich so, dass ich klar mal den Drucker auswähle, aber ich nehme immer den Systemdialog, weil dann kann ich die Qualität noch beeinflussen und Anschnitt hinzufügen, das brauchen wir nicht, das würdet ihr dann brauchen, wenn ihr eben keine weiße Linien ringsherum haben wollt, wenn ihr wirklich nur den Sticker schneiden wollt ohne diese weiße Linie, dann würde der ein bisschen weiter rausdrucken, damit er, wenn er dann schneidet, wirklich keinen weißen Rand hinterlässt. Ich hoffe, es macht Sinn, so wie ich das sage, aber das könnt ihr auf jeden Fall rausnehmen, wenn ihr eben diese weißen Linien haben wollt. Jetzt gehen wir auf Drucken. So, jetzt wieder der Klassiker. Ich habe lange gewartet, dabei war das Fenster im Hintergrund schon offen.
Also wenn ihr das da auf Drucken klickt, wirklich gucken, manchmal ist es eben der Fall, dass das Fenster hinter dem Programm schon offen ist. Ne? So, jetzt gehen wir Qualität. Da bin ich im Moment auf Normal und da will ich auf beste Qualität gehen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich hier verändern will. Und sage Drucken. Und jetzt seht ihr auch, dass ich wesentlich weniger vom Papier verliere, als das vorher der Fall war. Ne? Also hier wirklich die Empfehlung, dass ihr das nochmal ausprobiert, wenn euch das auch so genervt hat vorher. Dann kann ich hier das Material auswählen. Da gehe ich auf alle Materialien durchstöbern und ich suche hier kurz das Printable Vinyl. Das ist genau das hier. Und jetzt kann ich das Ganze auf die Matte laden und dann schneiden. Dann muss ich kurz gucken, welches bei mir oben und unten ist, weil das sieht man nicht so ganz, aber ich sehe es am PC, wie die richtige Richtung war. Und bringe das hier auch wieder schön an der Linie an. Dann kann ich das Ganze laden. Und wenn er blinkt, kann ich los sagen und dann sucht er jetzt einfach die ganzen Passmarken ab und schneidet es dann. Wenn er fertig ist, könnt ihr die Matte rausnehmen und zum Runterlösen am besten die Matte umdrehen und dann das Stickerpapier so von der Matte lösen. Das heißt, ihr biegt die Matte und nicht das Stickerpapier, damit rollt es sich dann auch nicht nachher. Und ich schneide jetzt noch kurz hier diese schwarzen Linien weg, damit ich ein schönes Stickerpapier habe. Dann seht ihr, dass ihr einen wesentlich geringeren Verschleiß an Stickerpapier habt, weil ist ja nicht ganz billig, ne? Dieses Printable Vinyl, aber ich finde halt einfach die Qualität extrem gut. Und ich bei mir hatte vergessen, diese kleinen Eckchen, die es hatte, auf dem weißen Hintergrund rauszuschneiden oder auszublenden. Von dem her hatte ich die teilweise, aber nur damit ihr das seht, ne, so habe ich einen perfekten Schnitt, einen perfekten Rahmen ringsherum und durch die Kalibrierung ist es wirklich, hat es überall jetzt einen schönen Abstand zum Motiv selber und so habe ich wunderbar meinen Stickerbogen mit dem perfekt ausgeschnittenen Motiv, was überall einen weißen Rahmen ringsherum hat. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich eben wie ihr eure Maschine kalibrieren könnt, wie ihr einen schönen weißen Rahmen um euer Motiv herum machen könnt, wie ihr das machen könnt, dass ihr weniger Verschleiß habt an Stickermaterial. Und ja, ich hoffe, das hat euch geholfen und da habt ihr jetzt noch viel mehr Freude daran, eure eigenen Stickerbögen zu machen. Und natürlich hoffe ich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! We can leave and run away.